Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um Porsche. Allerdings, ihr seht, es ist kein 944er, kein 924er, kein 911er, sondern eine Kaffeemaschine von Porsche Design. Wo Porsche draufsteht, bin ich zuständig. Also müssen wir die heute reparieren. Die Maschine hat folgendes Problem. Wenn ich sie hier einschalte, tut sie ganz normal. Die Lampe geht an und man hört sogar das Relais für wenige Tassen, wo immer die Brühpause macht, klicken. Es kommt aber kein Dampf und kein Kaffee. Die Maschine geht auf der Unterseite auf, aber bevor dass er die jetzt öffnet, in der Maschine ist Netzspannung und Wasser. Zusammen ist das eine tödliche Mischung. Also auf jeden Fall Stecker ziehen. Wenn ihr das Gerät öffnen möchtet, hat Siemens und Porsche an eure Sicherheit gedacht. Die haben nämlich keine normalen Schrauben, sondern sogenannte Sicherungsschrauben. Das sind Triebing-1-Schrauben. Da braucht ihr einen ganz speziellen Schraubenzieher dafür. Dann sind es nur 3 Schrauben, die macht ihr genüsslich auf. Und ihr macht die 3 Schrauben alle raus. Nun kann man den komischen Kopf der Schrauben gut erkennen. Das sind sogenannte Triebing-Schrauben. Die 3 Schrauben waren den Ingenieuren aber noch nicht genug. Das Gehäuse ist noch zusätzlich verrastet. Es hat hier noch eine Rastnase. Hier müsst ihr mit dem Schraubenzieher noch einhaken und jetzt bekommt ihr den Deckel runter. Dann zieht er die Zugentlastung hier ab. Ihr steckt dann die Schutzerde hier aus und am besten hier einmal auf der Elektronik. Stecker abziehen, der zweite geht auf die Heizung. Erstmal abziehen, dann können wir das ganze Teil entnehmen und haben mehr Platz. Um das Gehäuse oben zu öffnen, sind hier die 2 wesentlichen Rastnasen. Da müsst ihr mal drunter und dann mit dem Schraubenzieher so langsam rausarbeiten. Wenn ihr lange genug herumhebelt da oben, springt der obere Deckel raus. Dann müsst ihr aufpassen, dass ihr oben den Anschlag rausholt. Der besteht aus 2 Teilen. Kunststoffstöpsel, der unten rausschaut, und seine Druckfeder. Nicht verlieren. Danach kann die Wasserleitung weg. Nur deshalb mussten wir eigentlich hier oben aufmachen, wenn wir sonst die nachher wieder drauf noch runter kriegen. Dann müsst ihr euch notieren, wo die ganzen Kabel waren. Also das blaue war hier am Relais, das schwarze auf dem einzelnen Kontakt. Ziehen wir die auch noch ab. Einmal, zweimal. Und jetzt müsst ihr ganz vorsichtig sein. Hinten ist die Elektronik, oder unten ist es eigentlich, mit 2 Rastnasen gehalten. Die müsst ihr jetzt ein bisschen auf die Seite biegen, weil rausziehen kann man die Elektronik nicht, weil die Schalter hier am Gehäuse anstehen. Deswegen muss ich die Elektronik hinten aus den Rastnasen biegen, dass es so rauskommt. Und mit ein bisschen Ding kommt die Elektronik raus und an der Elektronik selbst hängt auch noch die Lichtführung für die Leuchtdioden. Die Heizspirale könnt ihr dann so abziehen. Vorsicht, unten gibt es etwas Widerstand, weil da noch der Schlauch drauf geht. Damit haben wir die Heizung ausgebaut. Um euch zu zeigen, was funktioniert, was nicht funktioniert, habe ich hier mal einen Teststand aufgebaut. Das macht er jetzt nicht unbedingt nach, weil mit den offenen Spannungen ist sowas lebensgefährlich, kann man also nur machen, wenn man einen FI-Schalter oder einen Trenntrafo hat. Ich zeige euch nachher noch, wie man den eigentlichen Fehler auch gefahrlos erkennt. Der Teststand besteht aus der Heizung selbst, der Elektronik, die habe ich direkt ans Netz angeschlossen, und an der Heizung messe ich mal, was passiert. Damit wir nicht trocken arbeiten, müssen wir da ein paar Tropfen Wasser reinmachen. Bis hierher steht das Wasser drin, gebe jetzt gleich eine riesen Überschwemmung und Sauerei. Ich schalte jetzt vorsichtig ein, einen Kaffee aus. Und wir haben die volle 230 Volt auf der Heizung, aber nichts tut sich. Das heißt, die Elektronik funktioniert zumindest beim großen Kannenbetrieb einwandfrei. Interessanter wird es, wenn wir den kleinen Schalter betätigen. Hier sind es ja nur 2 bis 4 Kannen. Wir schauen mal auf das Voltmeter. Auch hier liegt die volle Spannung an, Leuchtdiode geht. So, weil nämlich in dem 2 bis 4 Kannenbetrieb wird die Heizung ständig aus- und angeschaltet. Klack, jetzt ist sie wieder ausgegangen, man hört es auch im Relais. Das ist nur ein Blindstrom, die 68 Volt.
Warten wir ein paar Sekunden, jetzt macht er die Aha, und jetzt kommt sie wieder. Das heißt, unsere Elektronik funktioniert. Sie gibt bei einer großen Kanne Dauerstrom auf die Heizung. Es passiert nur in der Heizung nichts. Bei einer kleinen Kanne wird immer schön die Brühpause eingehalten. Das heißt, sie heizt kurz, schaltet wieder aus, heizt kurz, schaltet wieder aus. Elektronik ist einwandfrei. Gute Nachricht. Schlechte Nachricht, die Heizspirale sieht nicht gut aus. Gefahrlos könnt ihr die Heizung messen, indem ihr Messkabel an die Anschlüsse der Heizung legt, also direkt hier in die Kontakte, dann ist auch nichts mehr dazwischen. Beim Messgerät müsst ihr dann aber auf Ohm schalten. Und bumm, wir haben keinerlei Durchgang. Zum Glück kann man noch eine ganze Heizung kaufen. Das ist jetzt eine komplette Heizspirale. Billig ist es allerdings nicht. Aber ihr wisst ja, Porsche-Kaffee kochen muss nicht billig sein. Vergleichen wir mal das alte und das neue Teil. So sieht man, dass die Anschlüsse hier vertauscht sind, dürfte keine Rolle spielen bei Wechselstrom, die Farben sind aber alle gleich. Dann haben wir hier noch die Erdleitung und die ist etwas interessant geführt, also die bauen wir dann auch so wieder ein, weil das Trägerblech müssen wir übernehmen. Damit der Raumwinkel nachher von der Heizung wieder hinkommt, zeichne ich mir hier das Ende von der Lasche an, die sitzt ja an der neuen Heizung dran. Von mir aus auch noch den Bogen, aber das muss stimmen. Hier ist wieder die Lasche. Die Heizung wird durch zwei Blechlaschen hier, die müsst ihr aufbiegen und ja, die ich weiter hinten greifen soll und hier gehalten. Jetzt könnt ihr die Heizung einfach abnehmen, bis auf die Schutzerde. Die Schutzerde muss hier noch weg und dann war die hier in dem Loch eingefädelt. Also hier kommt die Schutzerde rein, hier kommt sie wieder raus. Lustige Konstruktion. Machen wir aber genauso. Die Schutzerde führen wir hier ein, da gleich wieder aus. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir unsere Geometrie treffen. So, jetzt haben wir noch eine kleine böse Überraschung. Die Kralle ist nicht an der gleichen Stelle, das seht ihr, wenn ihr es hier vergleicht. Aber letztendlich müssen die Anschlüsse oben in der Geometrie stimmen. Das heißt, wir richten uns nach dieser Markierung. Wenn es drin ist, drückt das an und drückt die Laschen wieder rein. Hält schon mal die Seite, die ein bisschen hindrücken und dann sind da auch so schön Plastikraster, wo die drüber, Ziehnasen, wo die drüber kommen. Schön sieht es nicht aus, aber der Kaffee schmeckt trotzdem. Bevor wir es vergessen, schieben wir natürlich auch wieder die Schutzerde auf das Hauptblech. Sehr schön, hält gut, stramm. So, rechnen wir mal, was eine gesunde Heizung haben müsste. Die Heizung hat 1000 Watt, wir haben 230 Volt Netzspannung. P ist gleich U mal I, also die Leistung ist Spannung mal Strom. Das heißt, wir bräuchten so ungefähr 5 Ampere Strom. R ist gleich U durch I, also der Widerstand ist Spannung pro Strom. 230 Volt durch die 5 Ampere gibt 46. Also ungefähr 50 Ohm müsste eine gesunde Heizung haben. Messen wir mal nun eine gesunde Heizung durch. Also ich habe wieder das Ohmmeter angeschlossen. Stimmt unsere Rechnung ganz gut. Wir haben 53,6 Ohm. So ist die Heizung wieder einbaufertig. Müssen wir sie in die Maschine fädeln. Ihr stellt die Maschine auf den Kopf, also wieder von unten zugänglich. Dann kommt der lange Schlauch den Kanal runter. Da müsst ihr ein bisschen wackeln. Und jetzt wird es interessant. Hier sind zwei Schienen. Seht ihr die Schiene? Und die. Und genau hier muss das Blech rein. Erstmal ganz vorsichtig ansetzen. Und jetzt kommt der ganz große spannende Teil. Jetzt muss unten der Wasserschlauch drauf. Und ich muss jetzt den Schlauch so schieben, dass der unten, aha, habt ihr das gehört, jetzt ist er drauf gerutscht. Der Schlauch da unten muss auf den Stutzen rutschen. Deswegen mussten wir die Elektronik rausnehmen. Von der anderen Seite kommt man nämlich nicht bei. Jetzt müsst ihr den kräftig aufdrücken, dass der komplett auf den Stutzen rutscht. Und der Schlauch muss unten auf dem Stutzen ganz drauf sein. Das müsst ihr nochmal wirklich sauber kontrollieren, sonst wird es nachher nass. Dann dreht er die Maschine wieder um und jetzt muss der Schlauch hier oben, sonst vergesst ihr den sicherlich, jetzt muss der Schlauch hier oben auch wieder bis zum Anschlag aufgeschoben werden. So, beim Zusammenbau dürft ihr jetzt auf keinen Fall diesen Stopper nachher für den Filter vergessen. Der kommt so rein, dass das runde Teil im Loch steckt und dann kommt das Federchen drüber.
Das steckt hier einfach so drauf. So ansetzen, dass die Rastnasen ungefähr passen. Da wo die Rastnasen sind, da könnt ihr ein bisschen das Plastik wegschieben, damit er schön reinkommt mit den Rastnasen. Clip hat es gemacht und das Ding ist drin. Jetzt muss diese Blende genau mit dem Plastik unten dran fluchten, sonst passen die Leuchtdioden und die Schalter nachher nicht rein. Die muss also ganz hier stehen. Dann legt er die Maschine so, dass dieses Teil unten liegt. Das ist jetzt der Lichtleiter für die Leuchtdioden. Die Leuchtdioden strahlen hier ab und dann wird es im Plastik nach außen. Es sieht aus, wenn die Leuchtdiode außen sitzen würde, die sitzt ja aber unten auf der Elektronik. Der wird so eingeschoben, dass diese Zunge hinten eingreift. Hier hinten muss er rein und das Teil muss in die Löcher. Und deswegen musste man die Maschine so hinlegen, weil nur in dieser Lage hilft uns die Gravitation. So liegt er richtig drin. Die Leuchtdioden stecken in ihren Löchern und hinten steckt er in der Zunge. Die Elektronik wird jetzt so reingelegt, schieben geht ja nicht. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht viel Querspannung drauf bringt, sonst reißen diese dünnen Nasen hier leicht ab und dann haben wir einen größeren Flurschaden. Von oben nur mal drauf und dann schaue ich von unten, ob die treffen. Jetzt seht ihr, dass der rote und der blaue genau im Schlitz sitzen. Jetzt können wir die Elektronik andrücken. Zuerst auf der rechten Seite. Und drin ist sie. Jetzt prüft er nochmal, ob die Schalter gehen, die Leitguides richtig sitzen, passt alles perfekt. Die Elektronik wackelt hier oben noch, das ist aber kein Problem, weil nachher gibt es hier noch eine Rastnase im Deckel, die sie so fixiert. Der blaue Kontakt von der Heizung kommt hier an die Elektronik, da wo die zwei Kontakte sind. Der schwarze Kontakt kommt auf den einzelnen der anderen Seite des Relais. Das Netzkabel fädelt ihr von der Unterseite des Deckels herkommend erstmal durch. Dann stopfen wir es gut reichlich rein. Der blaue Kontakt kommt hier auf die Heizung und der hat auch einen hübschen Kondom, den schiebt er auch drüber. Nach dem blauen kommt der braune Kontakt hier auf die Elektronik. Vorsicht, dass es sich nicht allzu sehr bewegt und dass unten wieder rausfällt. Und die Schutzerde kommt hier drauf. Wenn es hier übersteht, müsst ihr die noch so ein bisschen wegbiegen, dass wir da Platz bekommen. Dann kommt die Zugentlastung des Kabels über einfach diese Ecke hier. Hier muss das Kabel eingeklemmt werden. Hier müsst ihr aufpassen, dass die Rastnase, wo die Elektronik hält, also die Kabel müsst ihr hier ein bisschen runterdrücken. Deswegen ist auch der Kondom drauf. Der Deckel kommt so rum drauf. Der Deckel hat hier eine einzige Rastnase, die korrespondiert hier. Auf der anderen Seite ist keine. Dann schiebt er den Deckel einfach so drauf. Jetzt kommt meine alte Theorie, so geht das Zeug immer von alleine. Da habt ihr nicht lange Probleme und der Deckel ist wieder drauf. Zum Zumachen brauchen wir wieder unseren Drehwing-Schraubenzieher. Jetzt müsst ihr die Schrauben in die Kanäle stecken und dann in rückwärts drehen, bis sie rasten. Und dann dreht man sie vorwärts so. Die Schrauben lässt ihr lose, bis auch die letzte drin ist. Die dritte sitzt hier hinten im Eck. Wenn alle drin sind, könnt ihr die anziehen. Fest braucht ihr die nicht ziehen. So bis ihr merkt, dass ihr ein bisschen Widerstand spüren. Drehwing kriegt ihr eh nicht besonders fest zu. Gerät ist wieder zu. Jetzt dürfen Sie auch die Nichtselektriker einstecken. Ich mache mal ein bisschen Wasser rein. Und wir schauen mal, was sich so tut. Machen wir mal 2 bis 4 Tassen. Funktioniert wieder einwandfrei. Na, wie haben wir das wieder hingekriegt? Ihr seht, auch diese Porsche-Reparatur haben wir wieder erfolgreich erledigt und der Obsoleszenz ein Schnippchen geschlagen. Also viel Spaß beim Nachmachen. Ich sage schon mal Tschüss, bis zur nächsten Porsche-Reparatur.